dieses Abenteuer, das auf verschiedene Weise enden kann. Dabei zahlen sich überlegte Gespräche und Erkundungen aus. Nicht jedoch rohe Gewalt. Das Schicksal der Stadt liegt in eurer Hand. Okay, das ist schon mal ganz gut. Oder ganz interessant. Gegenwart. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Okay. Also ihr seht, immer unten mitlesen, falls ihr das Englische nicht so mächtig seid. Ich werde das nicht vorlesen, was gesagt wird. Wir können uns einen Körpertyp auswählen, was ich schon mal sehr witzig finde, anhand dieser Münzen. Okay, man sieht, dass die Hand sich verändert. Der scheint irgendwie ein bisschen älter zu sein. Ich weiß gar nicht, wo jetzt der riesige Unterschied ehrlich gesagt ist. Ich nehme mal den hier. So, mal gucken. Enter. Hautfarbton. Bleiben wir mal beim hellen. Und wir müssen irgendeinen Namen haben. Ich nehme mal meinen Standardnamen für diese Art Spiele. Wir sind ein Gegenwartstyp und heißen, ich könnte Walter Stone, aber naja, egal. Wir sind Walter Stein. Oder sind wir Walter Stone? Immerhin sprechen die Englisch hier. Wir sind Walter Stone. Ach, das war das Geschlecht? Ach so. Ich bin jetzt männlich. Na gut, dann war es das Geschlecht. Das habe ich nicht erkannt, Leute. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Okay, warte mal. Wir sind den Fluss heruntergetrieben, sagt sie. Interessant. Was ist unsere Backstory? Ich war auf der Suche nach antiken Ruinen. Wir sind Archäologe. Ein jahrelanges Studium der Geschichte gibt Einblick in die Welt der Antike. Wir waren auf Geheimmission. Wir sind Soldat. Du hast eine vom Militär ausgegebene Schusswaffe, aber nur 10 Kugeln. Du musst sie mit Bedacht einsetzen. Es gibt keine Möglichkeit, neu zu bekommen. Oh Gott, ist das etwa irgendwie ein Actionspiel? Darauf bin ich nicht vorbereitet, Leute. Auf der Flucht. Deine Zeit auf der Flucht von den Behörden hat dich zu einem guten Läufer gemacht und bist 25% schneller beim Sprinten. Ich erinnere mich kaum amnesisch. Dein kürzlich aufgetretenes Kopftrauma hat deine Schmerztoleranz erhöht, sodass du 50% schwerer auszuschalten bist. Uiuiui. Okay, ich würde sagen, wir machen mal den Archäologen. Gefällt mir am besten. Knallharter Shooter, ja, das könnte noch. Wer weiß, was uns hier erwartet, Leute. Okay, also, ich war auf der Suche nach antiken Ruinen. Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured, or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Okay, darf ich zuerst ein paar Fragen stellen? Of course. Sorry, I don't mean to be pushy. What do you want to know? Gut, dann fragen wir sie mal aus, mal ganz klassisch. Fangen wir mal oben an. Was ist deine Geschichte? Not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Willst du mir nicht mal deinen Namen sagen? I'd rather not say if it's all the same to you. Okay, warum das denn? Das ist ja wirklich merkwürdig. Sie erzählt uns den Namen ihres Freundes, aber nicht ihren. Was ist das für eine komische Geschichte? Warum? Alright, fine. Sorry if I sounded cagey. It's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Ja? Was ist denn an Karen irgendwie so... Ist das im Englischen irgendwie ein blöder Name? Ah, es gibt offenbar Karen-Memes. Nee, ich kenne keine Karen.
Echt? Also ist mir komplett an mir vorbeigegangen. Karen ist heutzutage sehr negativ belastet. Alles klar. Ja, Leute, so naiv bin ich. Vielen Dank. You're welcome. Always happy to help. Was there anything else you wanted to ask? Karen ist der Ich möchte den Manager sprechen Typ. Ah, okay, alles klar. Ah, ich ahne es. So, wer ist L? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Warte mal, L ist genauso wie wir hier angespielt worden. Jetzt wird es ja komplett irre. Und offenbar ist L irgendwie wichtig für sie, weil sonst wäre sie ja nicht ausgeflippt, weil er weg ist. Aber sie kennen sich ja offenbar jetzt auch noch nicht lange. Komisch. Wo sind wir? We're in Italy. This river is the Tiber. Ah, wir sind am Tiber, okay. Was kannst du mir über die Ruinen erzählen? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Lauf weg. Hast du versucht, um Hilfe zu rufen? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Na gut. Great. So you're ready to go look for Al? Für mich ist L eher ein Meme. Aber das ist so meine Al Bundy-Generation. Ich bin dabei. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Okay, warte mal. Er hat seine Taschenlampe hier gelassen. Er ist in die Ruinen gegangen ohne die Taschenlampe oder hat er zwei Taschenlampen? Naja, gut, nehmen wir mal. Neues Hauptziel, Quid pro quo betritt die Ruinen. Okay. So, Shooter-Steuerung. Maus-Sensibilität ziemlich lahmarschig, aber ich hoffe, wir müssen nicht schießen. So, Taschenlampe können wir noch... Oh Gott, ich hoffe, das ist kein Jumpscare-Spiel. Oh mein Gott. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Das ist also der Tiber. Ich war hier vor kurzem noch am Schlafen. Riecht nach Lagerfeuer und Schweiß. Okay, sie hat uns... Warte mal, sie hat uns aus dem Fluss gezogen und dann haben wir uns hier hingelegt. Ein altes Ruderboot aus Holz. Karen hat es sicher benutzt, um mich aus dem Fluss zu retten. Okay, alles klar. Ein Jumpscare-Shooter. So, gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Das sieht ja wirklich gruselig aus. So sieht es also am Tiber aus. Na, meine Herren. Okay, alte Säulen. Und da geht es offenbar rein. Betritt die Ruinen, das haben wir schon mal geschafft. Okay. Suche nach Hinweisen zu Els Verbleib. Eine Schlucht. Okay. Ist das Mondlicht, was hier hineinfällt? Shift zum Sprinten gedrückt halten. Ja, soweit bekannt. Wo kommt denn das Licht hier her? Müssen wir jetzt irgendwo was ausweichen? Okay, Ausdauer gibt es scheinbar nicht. Fackeln leuchten hier. Wir sind nicht wirklich in der Höhle, oder? Schaut mal, da oben sehen wir den Himmel. Das ist nur tatsächlich eine Schlucht. So, im Moment alles linear soweit. Okay, ich kann die Taschenlampe senken. Danke für den Hinweis. Weil hier Fackeln sind, brauchen wir sie nicht mehr. Ja, das sieht doch wie ein Eingang aus und da hängt ein Zettel.
Gucken wir uns gleich an. Erstmal kurz in der Umgebung anschauen, alles. Kann man hier hinterher durchlaufen? Nee. Okay. So, was haben wir denn hier? Als Notiz. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? The people have survived down there, against the odds. It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation. Or a warning. Al Worth. Al Worth. Okay, was ich ein bisschen obskur finde, ist, dass er sofort auf die etwas merkwürdige Idee kommt, dass da möglicherweise Menschen überlebt hätten. Die ganze Zeit, 2000 Jahre lang. Auf diese Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, wenn ich Ruinen untersuche. Aber naja, okay. Gehen wir mal hier rein. Oh. Okay. Ah, okay, alles klar. Shit. Shit, ich wollte es mir noch... Ich wollte das gerne noch inspizieren. Okay. Wir sind unter Wasser, schnell hoch. Wasser, Luftanzeige gibt es. Naja, der Eingang war jetzt nicht schwer zu finden. Schade drum. Schon mal als Archäologe schon mal versagt. So, was ist jetzt unser Job? Keine Ahnung. Wir gucken uns das erstmal an. Das ist hier offenbar so ein altes Thermalbad oder so. Ich laufe hier einmal rum. Ah, vielleicht sollte ich mal die Taschenlampe anmachen. Dann seht ihr auch ein bisschen mehr. Ist da unten noch irgendwas? Okay, da sind wir durchgefallen. Soweit erstmal so unspektakulär. Das ist alles noch mit physikalischen Gesetzen erklärbar. Nur Schutt. Nichts Besonderes. Ach so, ja, die Fackel. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Da muss jemand regelmäßig vorbeikommen, ganz offensichtlich. Nun gut. Okay, hier haben wir genug Licht, denke ich. Hier haben wir schon goldene Gestalten. Davon war ja die Rede, dass die nicht tugendhaft waren, von Gold überzogen wurden. Könnte hier schon der Fall sein. Wer seid ihr? Wer spricht mit uns? Goldene Decken. Alles umgestürzt. Schöne Mosaik. Aber wer ist denn die Macht, die hier das Gold über die Leute schüttet und sie auf diese Art und Weise bestraft? Gucken wir nochmal das Mosaik an. Okay, springen können wir auch, alles klar. Na gut, dann gehen wir mal weiter.
Ich finde es schon super gruselig. Besonders diese Türen, ey. Da könnte sonst was hinterlauern. Okay, es wird größer, der Komplex, und öffnet sich irgendwie. Tja, irgendwas ist passiert hier, ne? Wobei, das kann auch über 2000 Jahre so langsam eingebröckelt sein. Ich hoffe nicht, dass das ein Rollenspiel ist, Leute. Wehe. ein Horrorspiel, wollte ich sagen. Ein Rollenspiel wäre nicht so schlimm. Ja, warum sind wir hier? Das weiß ich auch nicht. Wegen Karen. Ah, schnell speichern, schnell laden. Okay. Wow. Klingt gefährlich. So, noch scheint es nur einen Weg zu geben. Das macht mich gerade schon voll fertig. Okay, das ist irgendwie in den Stein, in den Fels, in die Höhle gebaut. Das heißt, die Stadt ist in gewisser Weise damals schon so konstruiert worden, kann man annehmen. Bemerkenswert. Als Archäologe finde ich das natürlich hochgradig interessant und bemerkenswert. Treppen wirken jetzt grafisch ein bisschen merkwürdig. Oh. Sag mal, ist das L? Okay, ich soll die Steintafel lesen. Ah, da unten, alles klar. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, she'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. In here, there are only two options: death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now and find out what awaits you beyond that portal. Okay, was mich erstmal beruhigt, er hat sich nur selbst umgebracht. Das ist natürlich auch ein schlimmer Zustand, in dem er gewesen sein muss. Aber es ist eher der Wahnsinn. Er scheint also hier nach einem Ausgang gesucht zu haben und offenbar hat er herausgefunden, dass es ein Portal gibt in die Vergangenheit und ansonsten wohl kein Ausweg. Das muss kein Selbstmord gewesen sein. Naja, oh, warte mal, inspizieren, ja, guter Hinweis. Eine goldene Statue eines alten Mannes, der moderne Kleidung trägt. Das muss L sein, aber wie ist das möglich? Ja, wir haben gehört, dass er sein ganzes Leben lang hier herumgeirrt ist. Das heißt, es scheint so zu sein, als ob die Zeit hier in einer anderen Dimension funktioniert. Oder wie man das auch mal schreiben soll. Als ob die hier stehen bleibt und man hier sich ewig aufhalten kann. Und draußen geht aber die Zeit nicht weiter. So muss man es, glaube ich, verstehen, ne? Na gut, okay. Gut, es scheint mir klar zu sein, dass unser Weg
der Weg in die Vergangenheit ist. Weil Al hat gezeigt, es wird keine Alternative geben. Aber sag mal, es gibt keinen Weg raus? Offensichtlich. Eine junge Römerin in Panik. Hätten wir die ganzen Statuen inspizieren können? Hallo? Wer klopft hier? Was ist das? Ist hier jemand? Okay, wir nähern uns dem Portal. Und irgendein Flüstern existiert. Sonst nicht viel. Okay, da ist das Portal. So nah. Es ruft uns herein, oder wie? Hier entlang. Okay. Das ist ganz offensichtlich das Portal. Ich schaue hier nochmal runter. Tritt durch den Übergang in die Vergangenheit. Ein Römer, der auf den Knien liegt, als würde er seine Götter um Gnade anflehen. Nun gut. Da oben. Naja, bleibt... Oh. Die Überreste eines Menschen, wer auch immer das war, ist vor sehr langer Zeit gestorben. Okay, das ist ganz offensichtlich niemand der ursprünglichen Bewohner, weil die scheinen ja alle irgendwie durch Gold gestorben zu sein. Was haben wir hier noch liegen? Ein leeres Feuerzeug. Al muss es benutzt haben, um all die Fackeln anzuzünden. Ah, okay. Immerhin. Okay, wir müssen also auch auf... Aber wir können es nicht mitnehmen. Schade, ich dachte, wir könnten es mitnehmen. Nee. Okay, das können wir uns nur anschauen. Ein ähnlicher, ich nenne es mal Tempel, wie der andere Eingang. Aber jetzt geht es in eine andere Zeit, in die Vergangenheit. Stimmt, El wurde auch vergoldet und war kein alter Bewohner. Ja, ist richtig, ja. Guter Hinweis. Da habe ich nicht richtig nachgedacht, ja. Oh, schaut mal, das ist tatsächlich der gleiche Ort, bloß halt noch nicht zerstört. Wir sind also jetzt, keine Ahnung, 2000 Jahre zurückgereist. Finde raus, wie du aus der Vergangenheit zurückkehren kannst. Das ist unsere Hauptaufgabe. Um die Zielmarkierung für eine bestimmte Quest zu sehen, klicke auf das Augensymbol neben der Quest. Okay, soweit klar. Ich bin tausende von Jahren in die Vergangenheit gereist. Ich muss einen Weg zurück in meine ursprüngliche Zeitlinie finden. Irgendwie. Soweit, so gut. Hinweise gibt es auch. Das sind abgeschlossene Quests. Und es gibt ein Inventar mit einem Denar. Das war doch das, was wir uns ausgesucht haben, ne? Die Vorderseite. Die Taschenlampe. Und die Steintafel, die wir mitgenommen haben. Ah ja, sehr cool. Okay. Da erwartet uns jemand. Das sieht doch schon mal viel netter aus, Leute. Der Horrortrip ist vorbei. Jetzt wird's gemütlich. Wir können mit Menschen sprechen. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Okay, wir waren im Proserpina-Schrein. Ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt unser neues Leben hier bei den Römern mit einer Lüge an.
Ich bin Walter Stone. Ja, der Name ist ganz unauffällig. Valterius Stonius oder so. Und habe mich verlaufen. Oh, is that right? Well, just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Okay, also hier scheinen öfter Fremde herzukommen, so wie es aussieht. Eure Gesetze? Not laws, law. There's just one, the golden rule. And the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Wir wollen mal jetzt hier nicht gleich Ärger machen, ja? Okay, in Ordnung. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since 23. 3 werden but vermisst. it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your handsome new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Okay, das ist die Bar, alles klar. Und heute Abend ist eine Wahl. Politics. I'd stay clear of it and her, if I were you. She's... it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Ah, don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Galerius, you're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Okay, Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. okay, also halten wir mal fest, es gibt hier eine sehr kleine Gemeinschaft, die aber nach einem goldenen Gesetz lebt, das wir noch nicht kennen, und in der es offenbar trotzdem schon Politik gibt, und es gibt Bessergestellte und weniger Bessergestellte. Es gibt einen Patrizier und einen Magistrat. Wir fragen mal, worum geht es? I expect the magistrate wants to brief you about the golden rule. It shouldn't take too long. He's busy preparing for the election later today. Und heute findet eine Wahl statt, okay. Geht voran. Follow me. The only thing you really need to understand right now is the golden rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it Yeah. decimation. If that seems like rough justice to you,
you're in for a rude shock. Because the golden row is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. Who's up these stairs? Okay. Leute, ist euch die Another Sprachausgabe... one fresh out of the baths, I take it. Okay, sie weiß, dass sie aus den Bädern gekommen ist. Ist euch die Sprachausgabe laut genug oder soll ich noch ein bisschen lauter drehen? Hier sieht es auf jeden Fall lebenswert aus. Ich meinte, hier kann man sich doch gut gehen lassen. Warum müssen wir eigentlich zurück? Wenn wir auch zu den Patriziern gehören, können wir doch auch hier bleiben. Okay, Ticken lauter, sagt ihr. Dann machen wir das. Habe ich schon geahnt. Machen wir mal die Stimmen, ziehen wir die mal auf 100%. So, das ist dann wohl der Magistrat. Ne? Magistrat Sentius. Tja, hätten wir jetzt unsere Pistole, könnten wir gleich die Stadt übernehmen. Aber wir sind ja nur Archäologe. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Ich bin Walter Stone. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of a man of great learning. Natürlich. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Komm, wir zeigen mal unsere archäologische Begeisterung. Sie ist wunderschön. Indeed. More importantly, consider the miraculous community Ach, we've 7 built Monate erst? over the Okay. last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Okay, das ist ja interessant. Es geht hier also tatsächlich nicht nur um irgendwie eine komische Stadt, sondern auch um ein idealtypisches Gesellschaftsmodell. Eine moralisch 100%ig integre Gemeinschaft, in der keine Sünde, kein Verfehlen existiert. Warum hat er gesagt 22 Einwohner? Ohne Sünde bis Walter Stone kam. So, nee, haben wir noch nicht gesehen, nee. Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, Okay. the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Diese Fragen werden später verfügbar sein, okay. Ja, sehr interessant. Okay, wow, das ist also hier das Problem. Die müssen alle sündenfrei leben, was auch immer das heißen mag.
Aber warum vermutet er, dass jetzt das zu Ende ist? Weil wir gekommen sind? Das finde ich eine merkwürdige Schlussfolgerung. Die sind ja alle irgendwann mal gekommen. Naja, fragen wir mal. Was zählt hier als Sünde? An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Oh, okay, alles klar. Das ist hier die hohe Schule der Moralphilosophie, mit der wir es hier zu tun haben. Was ist gutes moralisches Handeln und was nicht? Können wir uns ja gleich mal in diese Diskussion begeben. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Was legal ist, ist nicht immer moralisch. Und viele eurer Regeln und Bräuche werden da, wo ich herkomme, als barbarisch angesehen. Barbaric? Barbaric? What are you talking about? The Empire is the most civilizing force in the known world. Aus seiner Perspektive. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great wir sind am Ende der Kaiserzeit. Philosophers, poets, artists and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond, from Gallia to Judea. All our citizens are treated the same, regardless of the color of their skin or their sexual preference. Can you say the same? When our people are starving, they are given food rations, and when they are wronged, they have the right to bring the guilty party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault, and rape, as well as theft and arson, and so on. No other civilization in the world is so advanced, and you have the hubris to call us barbaric? Okay, Leute, das wird richtig lustig jetzt. Erlauben eure Gesetze Sklavenbesitz nicht? Of course. What else would we do with those prisoners of war who would otherwise have been executed? And besides, there are laws for their protection as well. Wir klopfen das mal alles ab, ne? Sieht sich euer Volk nicht blutige Sportkämpfe zur Unterhaltung an? On occasion. But our gladiators are almost all volunteers seeking glory, or condemned prisoners who would have been executed anyway. I do not see the harm. Haben Frauen nicht weniger Rechte als Männer? Of course, but with fewer rights come fewer responsibilities, and the right to be protected by their fathers and husbands. Na, ist ja klar. Verfolgt ihr Christen nicht? Interessante Frage. You mean the blasphemous cult responsible for burning down half of Rome last year? It's hard to blame the people for being angry about that. Wendet ihr nicht Kollektivbestrafung an? Are you talking about our practice of decimation? Of course. We could hardly unite all these warring tribes without a disciplined, formidable legion. Okay. Ja, dann begeben wir uns hier mal rein. Wir werden das jetzt nicht weiter kritisieren. Wir haben ja auch keine andere Wahl, würde ich sagen. Es ist ganz klar, aus römischer Perspektive gibt es nur ein Gesetz, und zwar das Roms. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering okay, es gibt blasphemous Oppositionelle. lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you.
So, fragen wir mal weiter hier. Proserpina hat mich geschickt. Was soll das heißen? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Okay, warte mal. Das ist ja interessant. Das heißt, wenn sich das Schicksal erfüllt, dass die quasi alle getötet werden, dann öffnet sich dieses Portal und irgendjemand aus der Zukunft kann hier zurückreisen und offenbar mithelfen, dass das vielleicht nicht passiert. Okay. Und er hat das alles genau beobachtet. Ja gut, dann können wir ja auch sagen, dass wir werden mal nicht hier lügen, ne? Man weiß ja nie. Schon wieder Time Loop. Ja, genau. Ihr habt recht, ich komme von 2000 Jahren in der Zukunft. 2000 years? That is unfathomable. Please tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this city? Ja, wir sagen die Wahrheit, gibt es jetzt keinen Grund, ne? Ihr wärt alle in Goldstatuen verwandelt worden. I have imagined it, our downfall, 1000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. Okay, interessant. Naja, Wie funktioniert das Ritual? All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me? Das war das Gerippe, Leute. Das war das Gerippe, aber ich verstehe nicht genau, warte mal. Das heißt, wenn es zum Unglück kommt, dann muss einer dieses Ritual durchführen, damit das Portal geöffnet wird. Und das hat er gemacht. Und er ist dabei gestorben. Deswegen ist er nicht vergoldet worden. Alles klar. Ah, okay. Ja, ich habe menschliche Überreste im Tempel gesehen. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Das versetzt uns in eine sehr gute Position, weil gewissermaßen ist das Leben all der Leute hier damit in unserer Hand und von uns abhängig. Ja, ich werde mein Bestes geben. Well, I suppose that's all I can ask for. Warum könnt ihr der Sache nicht selbst Well, I nachgehen? believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Benjamin schreibt, alle, die Sünde nicht begangen haben, werden bestraft. Der gesündigt hat, wird ausgenommen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, so war das nicht. Alle werden sterben. Na gut, wir machen das so. So, gibt es irgendwelche Verdächtigen? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation. Nachvollziehbar.
Also bisher macht er auf mich, wie soll ich sagen, ganz vernünftigen Eindruck. Ne? Sehr rational, sehr objektiv eigentlich in der Sache. Dass er niemand beschuldigt, zeugt auch von einer gewissen Unabhängigkeit. Woher weiß ich, dass ihr nicht die verantwortliche Person seid? Me? Why would you suspect me? I just told you, I'm about to sacrifice my own life to ensure these people have a second chance. What reason could you possibly have to suspect me, of all people? Das ist in der Tat ein gutes Argument. I'm glad you think so. Without trust, without each other, we won't be able to prevent what is about to happen. Okay, wir insistieren nicht weiter, sagen na gut. Falls ich das tue, werdet ihr mir helfen, in meine eigene Zeit zurückzukehren. If I understand Prosperna's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Makes sense? Okay. Ja, das klingt doch erstmal simpel. Das klingt jetzt... Wir müssen ein Zeitparadoxon erzeugen. Nichts leichter als das. Gut, also wir müssen das verhindern, was eigentlich passiert ist. Und in dem Moment werden wir dann nicht mehr hier sein, weil das Ritual gar nicht stattgefunden hat, weil das Ganze ja verhindert wurde. So weit, so klar. Ich denke schon. Gut. Machen wir ja auch jeden Tag ganz easy. Das war alles. Würdest du nicht ein Paradox erzeugen, wenn du ihn umbringst, wird gefragt. Das ist ein guter Punkt, ja. Vermutlich ja. Vielleicht. Vielleicht wäre das aber auch genau die Sünde. Naja, aber dann kann er nicht das Portal öffnen. Naja, gut. Ich glaube, wir sollten da nicht so intensiv drüber nachdenken. Das Grundprinzip ist zumindest klar. So, das war alles. Ah, good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Außer wir sind selber das Skelett. Das könnte natürlich sein, ja. Ich bin dabei. Wonderful. Now, I need you to investigate the city. Talk to everyone. Help them, if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Okay, sehr, sehr schön. Schöne Ausgangskonstellation. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Ja, machen wir. Ja, aber gut. Das ist interessant. Wirklich schön. Okay, ist also jetzt so eine richtige Kriminal-Ermittlungsgeschichte mit allen Reden und alles angucken. Genau mein Fall. So. Okay, wo ist er jetzt hin? Hallo? Hä? Habt ihr gesehen, wo er ist? Er wie weggegangen? Wir fangen mal an. Wir haben das Recht, überall reinzugehen. Ist das nicht der Traum jedes Rollenspielers oder Abenteuerspielers? Macht er sowieso. Okay, also das heißt, wir müssen... Okay, Questprotokoll ist klar. Lucretia ist unser erstes Ziel. Wir gucken aber hier uns erstmal genau um. Ist die Frage, wird einem angezeigt, was man sich alles angucken kann? Nee. War hier nicht vorne eine Person? Der war so.
Eröffnet gerade das Ritual. Okay, das ist nicht zum Angucken. Hier, Nachricht von Sentia. Wir müssen uns dann leider die Namen auch nochmal merken. Von Sentia an Sentius. Möge Jupiter Optimus Maximus euch weiterhin beschützen und leiten. Vielen Dank dafür, dass ihr mich zu eurer Tochter gemacht habt. Und vielen Dank für den entzückenden Geburtstagsanhänger. Ich verspreche, dass ich ihn immer tragen werde. Ich fühle mich so sicher und glücklich, weil ich euch als meinen Vater und Sentia als Schwester habe. Die Wahlen nächsten Monat scheinen euch Sorgen zu bereiten. Aber wenn ihr den Leuten den starken und vertrauenswürdigen Mann zeigt, den ich kenne, dann werdet ihr zweifellos wiedergewählt werden. Okay, also es gibt Sentia und Sentia. Sentia ist adoptiert. Es gibt noch eine nächste Seite? Ne, gibt's nicht. Okay. Hat er sich sowas irgendwie gespeichert? Nee. Okay. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass ich hier wirklich sehr langsam genau mir alles anschaue. Das mache ich in solchen Spielen immer. Ich liebe das. So, eigentlich wollen wir zu der, aber wir gehen erstmal zu ihr hier. Mal sehen, wer sie ist. Bestimmt eine von den Töchtern. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Okay, sie ist ein bisschen zickig. Was ist eure Geschichte? I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. Ah ja. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Was ist das für eine Antwort? Bezaubernd. So, das ist irgendwie eine dämliche Frage. Aber wir fragen sie trotzdem. Was haltet ihr von der goldenen Regel? You know, some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do. But what kind of an awful, incompetent God would let my sister go missing on his or her watch? Aha. Warte mal, sie ist die leibliche Tochter, die andere ist die adoptierte. Und die ist verschwunden. Wir insistieren mal hier auf Gottesfürchtigkeit, oder? Vielleicht wäre es das Beste, wenn ihr die Götter nicht beleidigt, nur für den Fall. Oh, I'd say it to their faces if they had the courage to show themselves. Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say for yourself? No response. Nothing. Ach so, das hat sie zu den Göttern That's gesagt. what I thought. Jetzt wissen wir zumindest, dass Blasphemie die goldene Regel nicht bricht. Sehr schön. I'm telling you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Either that, or, like people are saying, it really is just a children's fable my father is exploiting to frighten us into behaving. Okay, also sie glaubt gar nicht an die goldene Regel. Beziehungsweise stellt das in Frage. Ich schätze, wir werden es früher oder später herausfinden. I suppose we will. So. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out Ah! too. Is that it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. Okay, also diese adoptierte Tochter ist verschwunden und die Leute sagen, dass sie einen Weg hinausgefunden hat. Ist Sentia möglicherweise schon der erste Kandidat für die Sünderin? Kann ich helfen? I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Okay, das wird interessant. Wann habt ihr sie zuletzt gesehen? It was 3 weeks ago.
We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. Mhm. Sie ging mit jemandem I aus? think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. Okay, langsam muss man sich anfangen, Notizen zu machen. Ich glaube, die Gespräche werden hier nicht gelockt, ne? Es scheinen jetzt ja wichtige Informationen zusammenzukommen. Naja, gibt ja eine Aufzeichnung. So, warum? Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. Okay. Euer Vater hat nichts davon erwähnt, als ich mit ihm gesprochen habe. Wisst ihr warum? Er hatte ja auch gesagt, 22 Personen oder irgendjemand hatte mit 22 gesprochen. Ich glaube, er war das. Vielleicht hat er sie schon abgezogen. That doesn't surprise me. To him, it was like a prize cow wandering off from its paddock. He's upset, of course, but he says he's too busy with the election to help look for her. So he's letting Horatius do the heavy lifting. Some good that's done. Okay, ist es möglich, dass ihr Liebhaber daran beteiligt war? I don't know, but it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Okay, schon ein potenzielles Geheimnis, was wir herausfinden können. Sentius, Sentia, Sentia, warum ähneln sich eure Namen so sehr? You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest. And my little sister is formerly Sentia Minor, but she is affectionately known as Sentilla. Warte mal, aber wir haben doch diesen komischen Adoptionsbrief gefunden. Das klingt jetzt überhaupt nicht so, ne? Ehrlich gesagt sieht sie nicht entspannt aus. Ich weiß nicht, ob wir das sagen sollten. Ich weiß nicht, wie empfindlich dieses Spiel und die Charaktere auf sowas reagieren, ob das was anrichten kann. Sie war ja überhaupt nicht entspannt. Das ist eine stutzige Aussage. Wir sagen mal, das war alles. So you'll help me find her? Ja, klar. Oh, thank you. You should probably take a look through her room. It's the one just by the front door. Maybe you'll find something the rest of us missed. Ja, kümmern wir uns direkt darum, wo sind wir jetzt hier? Diese Sache mit dem Apollo-Tempel und sowas hat zwar der Magistrat empfohlen, aber warum Umwege gehen? Ich werde mich umgehend darum kümmern. Okay, alles klar. Wir gucken uns aber vor. Was ist mit ihm da? Stand der vorne da auch? Wir gucken uns erstmal um. Gefüllte Schale. Diese lila Karotten sind die Vorgänger der modernen orangefarbenen Karotten. Okay, hier gibt es einen kleinen Garten. Da ist ihr Zimmer. Gucken wir uns erstmal den Garten an. Schöne Obstschale. Und hier auch eine goldene Statue. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist eigentlich sehr merkwürdig, weil eigentlich heißt es doch, wenn jemand hier sündigt, werden alle sterben. Aber offenbar gibt es hier auch vorher schon Leute, die Gold geworden sind. Komisch. Passt irgendwie jetzt nicht in die Logik dessen, was wir gehört haben. Vielleicht stand die schon früher da, ja. Kann ich zur Statue kommen? Ja, kann ich auch noch mal probieren. Aber was soll ich da, ne? Ja, es gibt keinen Hinweis. Okay. Gut, da ist ihr Zimmer. Was ist mit dem Typ hier? Ja, okay. Was macht er? Hat er Nackenschmerzen? So, was ist eure Geschichte? I'm a legionary of the First Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties.
I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughters. Daughter, I should say. And the others. And making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. Okay, das ist ja sehr auffällig gewesen. Das heißt, es gibt offenbar eine offizielle Anweisung des Magistrats, diese andere Tochter zu ignorieren. Mhm. Wie seid ihr hier gelandet? I'm from Liguria, up north originally. I was doing alright for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl. And pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some genetricum fugitive tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Okay, also er ist auch den Fluss irgendwie runtergetrieben, wie auch immer das geht, den Tiber. Das ist also die gleiche Geschichte, die wir erlebt haben. Mhm. Tut mir leid, das zu hören. Ah, don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Sentilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Gut. Was könnt ihr mir über den Magistrat He's erzählen? one of the better commanders I've ever had. That's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. Okay, wisst ihr, wie man hier rauskommt? I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. Scheint ein Seneca-Freund zu sein. Warte mal, wir fragen erstmal nach der goldenen Regel. Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men, the idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. Okay. Wir werden das nicht diskutieren. Ihr seid also für die What's goldene done is Regel. done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the golden rule, I don't have any control over it. So railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. Naja, so kann man es hier vielleicht aushalten. If you like. So, wem werdet ihr eure Stimme geben? Not that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery and intimidation. The man's a savage, but he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change.
Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen was über die Konkurrenten erfahren oder die Opposition. Wollen wir hier sagen, kann ich helfen? Ich will mich eigentlich nicht in diese Wahl einmischen, oder? Wie reagieren wir denn hier? Das ist schade. I suppose it is. Okay, können wir über Sentia What sprechen? business is that of yours? Ich suche nach A ihr. lot of people have been looking for her. But it's been 3 weeks, and we've found nothing. What makes you think you can do better? Ich habe eine Taschenlampe. Manchmal hilft ein frischer Blick. I suppose that's true. Okay, wir können hier bluffen. Ich weiß, was ihr angetan habt. Oh mein Gott. Okay. Wartet mal. Vielleicht waren die Lover. Wir fragen erstmal. Ist euch etwas Verdächtiges aufgefallen, bevor sie verschwand? Scintilla was always a kind, well-behaved young woman. I admit, her disappearance really caught me off guard. If anyone knows something, I'd expect it to be Sentia, Malleolus, Claudia, or Domitius. But none of them will tell me anything. You might fare better though, I suppose. Okay, befrage die Einwohner willen nach Hinweisen zu Sentias Verschwinden. Ich weiß nicht. Ohne weitere Informationen jetzt ihn hier irgendwie zu konfrontieren, finde ich schwierig. Wir müssten uns das mal merken, dass es hier möglich ist. Schon gibt viele Sachen zu merken hier schon. Okay, machen wir mal nicht. Kommen wir vielleicht später darauf zurück. Kann ich das Bürgerverzeichnis I sehen? don't see why not. Just make sure I get it back by tomorrow. Okay, okay. Aurelia, Bürgerin, Tavernenwirtin. Taverne im Elendsviertel. Hinweise, behauptet einen Ausweg zu können. Ah, okay, hier werden möglicherweise Hinweise gespeichert. Das ist ja cool. Claudia, Patrizien, Frau von Malellus, Villa Zentral. Desius, Bürger, Händler, Forum. Domitius, Bürger, Malellus, Wache, Elendsviertel. Dulius, Bürger, arbeitsunfähig, Elendsviertel, im Warenhaus eingesperrt. Ekitia, Patricia, Westerpriesterin, Villa unten. Fabia, Bürgerin, Bäckerin, Elendsviertel. Galerius, Bürger, Bauer, Elendsviertel. Georgius, Fremder, Händler, Kleidung, Forum. Hannibal, Fremder. Pflicht, Schrottdurchsuchung, Elendsviertel. In der Zisterne gestorben. Horatius, Bürger, Wache, Elendsviertel, Kabasch. Kann man selber Anmerkungen machen? Es gibt noch einen Lesemodus. Ah, okay. Kabasch, Fremder, Fischer, Elendsviertel, verschwunden. Gott, hier sind ja viele verschwunden. Lucia. Warte mal, Lesemodus. Ah, finde ich nicht. Steht in der Schuld von Malellus, Villa Mitte, Julia, oder was das ist. Livia, Bürgerin, Friseuse, Elendsviertel, weigert sich jetzt zu arbeiten. Lucretia, Fremde, Krankenpflegerin, Elendsviertel. Malellus, Patricia, Geldverleih, nicht vertrauenswürdig. Das sind die Anmerkungen bisher des Magistrats, ne? Nevia, Bürgerin, Ärztin, hat sich im Palast eingeschlossen. Octavia, Patricia, Putzen, Gartenarbeit. Rufius, Bürgerpatrouille, Elendsviertel, zunehmend aufgewühlt. Sentia, Patricia und Schülerin, zu ihrer Sicherheit auf ihre Villa beschränkt. Oh, die ist eingesperrt. Sentia, Patricia und Schülerin, Villa oben verschwunden. Sentius, Patricia Magistrat, Villa oben. Ulpius, Bürger, steht in der Schuld von Malellus. Vergil, Bürgerarchitekt, Forum. Das war's. Interessant. Sehr interessant. Danke. Of course. Okay. All right. Please keep an eye out for anything that might lead us to Scintilla. Okay, also er ist sehr, sehr involviert
Insofern vermute ich, dass er der geheimnisvolle Geliebte ist. Wäre schon die nächste Notiz, die ich mit mir machen würde. Man müsste immer noch so einen Protokollanten hier daneben sitzen haben, der einem hier hilft. So, das ist zwar nicht ihr Zimmer, aber wir gucken uns das auch mal an. Bei den Ermittlungen. So ein bisschen... Naja, lassen wir es jetzt mal. Herd. Es ist zweifellos unangenehm, mit so einer schlechten Belüftung zu kochen, aber die Römer halten das wahrscheinlich für ein Problem ihrer Diener. Okay, alles klar. Wir brauchen so einen Dr. Watson. Diese lila Karotten, die kennen wir schon. Schaufel. Eine römische Feuerschaufel aus Bronze. Sie riecht nach Asche. Gut, dann überprüfen wir mal ihr Zimmer jetzt. Ich habe 713 Protokollanten, ja, das stimmt auch wieder. Das ist immer noch nicht ihr Zimmer, das ist wahrscheinlich das Zimmer von Sentia. Flakon. Ein kleiner Flakon, der ein rudimentäres Parfum aus Blumen und Öl enthält. Kosmetiktopf, ein Messegefäß, das eine Art Puder fürs Make-up enthält. Sentias Tagebuch. Liebes Tagebuch, heute schlug mein Vater vor, ich solle Tagebuch schreiben, um mich abzulenken, während wir alle mit dem plötzlichen und schrecklichen Verschwinden meiner Schwester zu kämpfen haben. Als pflichtbewusste Tochter werde ich dem natürlich nachkommen. Die folgenden Seiten enthalten meine intimsten Geheimnisse. Okay. Ich weiß, dass ihr dies lest, Vater. Ich bin vielleicht jung, aber haltet mich nicht für dumm. Wir haben alle das Recht auf unsere Geheimnisse. Sehr schön. Messingspiegel. Das Messing wurde zu einem rudimentären Spiegel poliert, der beim Auftragen von Make-up eingesetzt wurde. Es ist auch so ein bisschen... Hat das so eine Lehrfunktion, ne? So über römische Alltagskultur. Gefällt mir. Bisschen wie so ein Museum. Sentias Truhe. Oh. Oh, wir können stehlen? Ah. 17 Denar. Okay, machen wir erstmal nicht, aber... Oh. Aber wir wissen, dass es geht. Oh, das ist ja interessant. Möglicherweise brauchen wir Geld, um Leute zu bestechen oder so. Dann könnten wir das hierher holen. So, die Kammer ist deutlich kleiner, würde ich sagen. Bescheidener. Sünde, ja. Das stimmt. Das stimmt. Diebstahl ist Sünde, richtig. Guter Hinweis. Die Frage ist, das könnte man testen, ob es dann überhaupt so funktioniert. Wir sollten übrigens mal bei dem Thema, wir sollten mal zwischenspeichern. War F5 oder F9? F9 war Speichern, ne? Helft mir mal kurz. Ich will nicht jetzt aus Versehen laden. Was, F9? Was sagt deine Augen-Hand-Koordination dazu? Ja. F5? Okay, alles klar. War nur ein Test. Nochmal 14 Denar. Oh, ich will immer Escape machen. Kosmetiktopf kennen wir schon. Aber wir sollten jetzt Dinge untersuchen, ne? Also hier ist vielleicht was zu finden. Hier müssen wir besonders gut gucken. Messingspiegel, das ist alles dasselbe. Dass man eine andere Taste nimmt zum Zurückstellen, finde ich nervig. Noch ein Flakon. Tintenfass. Ruß und Wasser. Aha. Nachricht von Sentia. Versteckt. So, Sentia, für Sentius und Sentia, möge Clementia euch die Kraft schenken, mir zu vergeben. Es tut mir leid, dass ich euch so verlassen muss, aber ich habe einen Ausweg gefunden und muss ihn nutzen. Ich hoffe, wir treffen uns eines Tages wieder. Okay, also stimmt diese Nachricht mit der Flucht. Aha. Gut. Das ist ja dann relativ... Ey, der verfolgt uns.
Okay, wir sprechen mal mit ihr erstmal. What have you discovered? Ich fand einen Brief in ihrem Zimmer, in dem ihr Fluchtplan erwähnt wurde. What? Really? I swear, I searched her room top to bottom and never saw that. I wonder how I could have missed it. Strange, but well done, I suppose. But it's odd. It was only a few months ago that Sentilla's friend Yulia let slip she was planning an escape of her own. And yet, Yulia's still here. You should go and speak with her. Find out if she knows anything. She lives in the villa next door. Okay, das ist wirklich merkwürdig, dass sie das nicht gefunden hat. Wer weiß, ob das alles korrekt ist, ob das keine Fälschung ist. Genau, wurde der Brief nachträglich absichtlich platziert. Okay, hier haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Draußen waren wir auch. Ich gucke hier nochmal um die Ecke. Ach so, das ist... Okay, alles klar. Mit den Türen und so wird das hier nicht so ernst genommen. Warum hat man eigentlich hier vorne eine Tür, wenn man hier offen reingehen kann? Naja. So. Die leben in der Wohnung nebenan. Darf ich das mal... Ist das als Hauptquest markiert? Ich sehe keine Markierung. Naja, mal gucken. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Aha, hier ist er. Harvey. Ich spreche ihn nochmal an. Ah, you've returned. Do you have any news about your investigation? Wir können ihn diese Sachen auch nochmal fragen. Das war vorhin nicht möglich. Machen wir das mal. Was ist eure Geschichte? Sextus Sentius Imperiosus is my name, though magistrate is the proper way to address me. Before I wound up here, I was a decurion in the cavalry of Imperial Rome, helping protect civilization from the barbarians. Was ist ein Decurio? It's a cavalry officer. I had 30 men under my command. This was my uniform. Warum tragt ihr As das noch? magistrate, I usually wear a toga, but today I may need to survive long enough to create the portal for you. So it seemed prudent. Er geht fest davon aus, dass das heute stattfindet. Ist auch interessant. Wie seid ihr hier gelandet? My men and I were at the Emporium in Rome as honor guard for a visiting dignitary arriving upriver by barge. Now the port is usually bustling, but just as our guests arrived, waves of people began running toward the river from streets and alleyways in every direction. They were trying to escape a terrible fire. Unfortunately, the crowd sent my horse into a panic, and I remember it losing its footing by the water's edge. The next thing I knew, I was waking up on a riverbank not far from here in the company of some stranger. I went looking for my horse and discovered that lonely temple. You can probably figure out the rest. Okay, also alle sind quasi am selben Tag vermutlich irgendwie in den Fluss gestürzt und angespült worden. Wie seid ihr Magistrat geworden? I was elected 7 months ago, uncontested because of my command experience. Since then, there's been growing agitation for another election. They're supposed to be annual, but I agreed to hold it sooner, hoping it would placate my constituents. Unfortunately, it just seems to have emboldened certain elements instead. Very well. So, was haltet ihr von der goldenen Regel? I've had plenty of time to think about it. Let me see if I can sum up my thoughts. I've always considered my guiding star to be the well-being of the Roman people. Our survival and prosperity have always hinged upon honoring the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. Give the gods what they want and we all prosper. Dishonor them and we all die. It's as simple as that. The real enemy in this place is not the golden rule, but human failings. The temptation to slide into degeneracy, greed, and hubris. I trust that answers your question.
Wir fragen ihn auch nochmal nach dem Rauskommen. I'd have led these people out of here already. Okay. Er macht erstmal, ich finde, nach wie vor einen ziemlich ehrenwerten Eindruck, außer die Geschichte mit seiner Tochter oder Adoptivtochter ist ein bisschen merkwürdig. Gucken wir mal, ob hier neue Fragen aufgetaucht sind. Nein. Good. Now, was there something else you wanted to discuss? Ja, das wollen wir ja noch nicht. Wir sind noch nicht so weit mit unseren Untersuchungen. I'll be waiting here for news. Er war nur Decurio. Ja, stimmt. Seltsam. So, okay. Guck mal weiter. Hier ist die nächste goldene Figur. Von da sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Gut. Schon wieder ein Flüstern, Leute. Das kommt immer bei den goldenen Figuren, ne? So, wen haben wir denn hier? Jemand macht Liegestütze. Was ist denn mit ihm los? Ach, das ist der Gladiator. What were you two talking about? Wie bitte? Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. What's he offering you? Money? Favors? What's your vote worth to him? Er hat nicht versucht, sich meine Stimme zu erkaufen. What? You're throwing your lot in with him for free then? That's even worse. Mark my words, Malleolus is gonna be magistrate by the end of the day. And if I tell him you've sided with that feeble old has-been, that you've been trying to undermine his hard-won victory, you'll have picked the wrong patron. Got it? Die Wahl ist mir egal. Good. Then stay out of it. Nobody likes Caput Murday foreigners interfering in an election. Darf ich ein paar Fragen stellen? Can't hurt. Ja, die üblichen Fragen. Was ist eure Geschichte? The name's Domitius. Domitius. You want to get to Malleolus? You go through me. Okay. Warum seid ihr wie ein Gladiator gekleidet? Why? Because I am a gladiator. That's why. Okay, aber ihr seid nicht mal ansatzweise in der Nähe einer Arena. You want to see me fight? Keep running your mouth, fatuous cunners. Ja, Malleolus wollen wir auch treffen. Wir fragen aber erstmal das andere weiter. Wisst ihr, wie man hier When rauskommt? Malleolus wins the election, yeah? This place will change. You won't even want to leave. You'll Okay. see. Was haltet ihr von der goldenen I Regel? think it's gone on long enough. And Malleolus is going to put an end to it once Okay. he's elected. Okay, das sind ja schon potenzielle Kandidaten für den Untergang. Wie will er das machen? He's going to announce it in his victory speech. Just you wait and see. Kann das sein, dass diese Wahl schon quasi automatisch dazu führt? Müssen wir einfach verhindern, dass der gewählt wird? Warum könnt ihr es mir nicht jetzt sagen? Because if I tell you, and it gets out, it'll give old man Sentius a chance to interfere in our plans. And we can't have that. Na gut. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil das passt jetzt hier nicht im Zusammenhang. Aber helfen wollen wir jetzt nicht, deswegen wähle ich das andere. Old man Sentius got you already, did he? Well, I'm not talking to people in his faction. Confatuare. Okay, verdammt. Warte mal. Das war's jetzt? Haben uns jetzt mit dem... Coolio mio. Wir haben uns jetzt mit dem verdorben. Wow. Für den gibt es also nur Freund oder Feind. Die Neutralitätsposition hat also schon mal nicht funktioniert. Na toll. Lässt er uns jetzt nicht rein? Was steht hier an der Wand? Sentius und Malleolus. Der gleiche Mist, der lediglich anders riecht. Okay. Es gibt hier auch sowas wie Anarchisten. Möglicherweise. Keep walking. So, das heißt, der würde uns jetzt nicht da reinlassen. Warte mal kurz. Wir gucken mal, was passiert. Hallo. Ich gehe mal hier hoch zum Mellus, ne?
Ah, okay, alles klar. Gut, also wir kommen nicht einfach rein. Oh. Oho. Vielleicht könnte man hier hochklettern, wenn sie nur mein Gewicht tragen könnten. Aha. Ja, aber was heißt das, wenn sie nur tragen könnten? Okay, vielleicht kann man später mit denen irgendwie interagieren. Interessant. Müssen wir uns auch merken. Oh Mann. Ich glaube, ich muss hinterher alles nochmal durchsehen und notieren. Gut, also hier kommen wir erstmal nicht rein. Jemand anderes könnte hochklettern, das kann auch sein. Was ist hier für ein Keller? You're not thinking about going into the cistern, are you? Daran hatte ich kein Interesse jetzt, aber schon. Contrary little cap at murder, aren't you? Warum sollte ich dort Nobody's runtergehen? told you about Hannibal. Oh, why do I have to do everything round here? So, there was this guy called Hannibal, right? Funny accent. Used to go down into the cisterns looking for junk he could clean up and sell. One day, a few weeks back, he comes out and tells me the cisterns are haunted. Said he could hear spirits wailing. Of course, nobody believed him, because who trusts a Carthaginian, right? Anyway, a few days later, he goes back in. And hours go by, and he hasn't come back out, yeah? So I go down after him, and it's dark. But in the distance, I can just make out his body, sprawled out on the ground. And hunched over him was something that made my blood run cold. No word of a lie. I saw a creature. Like the corpse of a man who'd been flayed. Oh nein, keine Zombies, And bitte. he was eating Hannibal. Ach, Leute, ich will das nicht. Ich will da gar nicht rein. Hätte das nicht die goldene Regel gebrochen? If it was a man, maybe. But I swear on my life this was no man. More like a Strix. Or some Versipelus that feeds on human flesh. I didn't stick around to see which. Eine Striege, das kenne ich nur aus The Witcher. Gibt's offenbar schon damals. Was habt ihr Well, getan? any sane person would have done. I legged it out of there and put a sign at the door to warn the others. Ja, ich denke mal, wir werden irgendwann darunter gehen müssen. Deswegen sagen wir ihm das auch gleich mal. Es war eine tolle Geschichte, aber ich gehe dennoch darunter. Without a weapon? Well, it's your funeral. Ja gut, wir können uns ja vielleicht noch irgendwie eine Waffe besorgen. Jetzt gehen wir natürlich nicht darunter. Aber immerhin, er würde uns lassen. So, besuchen wir mal hier das nächste Haus. Ist das das Haus von dieser... Was war das? Julia? Julia. Mal gucken. Okay, da oben geht's hoch. Wir durchsuchen erstmal wieder alles. Wieder ein Herd. Okay, das sind immer die gleichen Informationen. Octavias Truhe. Octavia. Nachricht an Octavia. Das ist, glaube ich, kein Diebstahl, wenn wir das lesen. Ein anonymer Freund von Octavia, möge der Herr euch segnen und bewahren. Es tut mir leid, dass ich es nicht riskieren konnte, dies mit euch persönlich zu besprechen, aber wenn ich recht habe, dann seid ihr ein Gläubiger wie ich. Oh, könnte es sein, dass das eine Christin ist? Vielleicht könnt ihr hier nicht offen beten, aber ihr solltet wissen, dass ihr nicht allein seid. Wenn ihr jemals das Gefühl habt, dass ihr einen Ort zum Beten braucht, gibt es einen besonderen Ort, der tief in den Höhlen hinter dem Theater auf euch wartet. Biegt an der ersten Abzweigung rechts ab und an der zweiten wieder. Könnt ihr euch das merken? Wegbeschreibung zu einem geheimen Schrein. Betretet die Höhlen hinter dem Theater, dann biegt an der ersten und zweiten Gabelung hier rechts ab. Okay. Gut, das war's. Puh.
Das müssten wir aufschreiben. Ja, ja, genau. Waffe basteln. So, wir haben ein Lararium hier. Ein kleiner Hausschrein, in dem die alten Römer täglich um Schutz gebetet haben. Okay, also die Statuen sind, glaube ich, diejenigen, die flüstern. Hier fällt nicht viel Sonnenlicht hinein. Ich glaube, es macht keinen Sinn, die Sachen, die wir schon untersucht haben, nochmal sich anzuschauen. Das sind alles so Standard-Dinge. Was haben wir hier? Nochmal ein Tintenfass. Diese Sachen haben nichts zu sagen. Da ist noch eine Truhe. Mit 190 Denaren. Okay, es gibt überall diese Truhen, so wie es aussieht. Nochmal ein Tintenfass, okay. Und das ist der Ausgang hier. Ja, alles klar, soweit nachvollziehbar. Dann gehen wir mal nach oben. Aber hier ist niemand. Die ist vielleicht am Beten, beim Beten am Schrein. Das ist nur... Okay. Gut. Das ist auf jeden Fall nicht das Haus dieser Julia. Das hieß doch die Villa nebenan. Wohnt die in der Villa von Melius? Oder Melellus? Gut, das wäre das hier. Da oben kommen wir vielleicht aufs Forum. Weiß ich nicht genau. Hier haben wir auf jeden Fall alles gecheckt. Ich würde sagen, wir gehen mal dahin. Ja, das ist der Zugang da hinten gewesen, wo wir gekommen sind. Okay, also... Aha, das ist der Bauer, der läuft hier rum. Den werden wir auch nochmal ansprechen, nachdem wir mehr erfahren haben. Ah, it's you again. Hope you're settling in, friend. Now, what's on your mind? So, dann fragen wir mal nach seiner Geschichte. Well, it's a long one and kind of sad, but I don't mind telling it. Ich habe Zeit, natürlich. I'm a farmer. Always have been. I grew up in a small village in Britannia. In Britannia? With my parents and 2 little sisters. Lovely part of the world. One day, when I was about 20, my father and I were in the top paddock, loading our cart, when some Roman legionaries came along, demanding produce for their men. My father told me to run into the house for his axe, and so I did. I sprinted so fast I almost threw up. But by the time I got back, he was bleeding out on the ground, and our cart was empty. That was my first encounter with the legions. My mother died of a broken heart soon after, and things went downhill from there. I took over the farmstead, but I was young, and it was a struggle. More raiding started before too long. We'd come outside in the morning to find animals missing, our stores pillaged. These legion thugs just took whatever they wanted. One night, when my sisters and I had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who they were, and what they wanted. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was reduced to ash. My sisters, dead. And they left me alive to see what they'd done. Still burns whenever I think about it. Yeah, Das tut mir leid. I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before Boudicca led thousands of Britons in a rebellion against the Romans. Unfortunately, there were just too many of them. And those of us who survived, they enslaved. So, then I found myself being transported all the way to Rome to be sold to the highest bidder. I spent a few years working for my new master, learning the Romans' ways,
Romanized my name and everything. Tried to escape a couple of times, but they always found me, and I'd just end up right back where I was. I'd probably still be there too, if it wasn't for the stampedes breaking out. You see, about 7 months ago, an enormous fire broke out in Rome. Everybody was running down toward the river, screaming and shouting. I'd never seen anything like it. Human beings acting like cattle. I got swept up with them somehow, and the rest is a blur. The next thing I knew, some stranger was dragging me out of a river. Okay, wieder die Flussgeschichte, ist klar. I started my life over again. Ja, ja, das Feuer ist immer dasselbe Feuer. Das definiert den Zeitpunkt, wann das historisch geschehen ist. So. Ja, ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. That's what I thought too, for a while. But it seems the gods aren't done tormenting me yet. See, I finally had my own farm again, safe from the grasping hands of the Romans. Or so I thought. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Only he takes the best bits for himself, of course. He even told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. I'm not sure I believe him, but then, what if he's right? So, it turns out our dear old magistrate is no better than the Legion thugs who took everything from me. And I'm right back where I began. But don't you worry, Nemesis is waiting. And he'll get his, one day. He'll get his. Forget I said that last part, will you? I get carried away sometimes. Warte mal, was ist denn der Unterschied zwischen klar und klar lügen? Das ist ja merkwürdig. Ja, was heißt, wenn ich das jetzt vergesse, habe ich die Option, die Gesprächsoption vielleicht nicht mehr mit dem Magistrat. Ja, komisch jetzt. Aber Lügen war ja bisher noch nie ein Problem. Sicherheitshalber mal lügen, ne? Thanks, friend. I knew I liked you. Anyway, that's enough of me rambling. Was there something else you wanted to talk about? Okay, was haltet ihr von der goldenen Regel? Oh, I don't give it much thought these days. I mean, everybody here's got their own view about what we need to do to survive. But I say, let's spend less time arguing about what it means to be good and just get on with it, you know? Wisst ihr, wie man As rauskommt? much as I'd love to get out of here, the harvest's always more fruitful in another man's field, isn't it? But Scintilla, Sentius's daughter, went missing a few weeks back. Could be she found a way out. If anyone knows for sure, it'll be her sister, Sentia. But she'd never tell the likes of me. Okay, an der Geschichte sind wir schon dran. Was denkt ihr über die Wahl? I can't see how I could vote for either candidate. I don't like Sentius much, but Malleolus is almost as bad. Even I could do a better job. Me, a farmer. And I've never given a speech or put on a toga in my life. All right, see you around. Alles klar. Interessant ist, dass er erzählt hat, dass Sentius die goldene Regel auch dazu verwandt hat, ihn unter Druck zu setzen, dass er sein Essen abgeben soll. Weil ich meine, es ist nachvollziehbar, dass wenn einer Bauer ist, er für die Gemeinschaft da irgendwie arbeitet. Aber es scheint mir doch jetzt nicht in dem Sinne eine Sünde zu sein. Zum Beispiel, wenn er dafür eine Gegenleistung haben will oder so. Was ist das hier hinten? So, da oben geht es nochmal hoch. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Sind das auch nochmal Villen? Es könnten Tempel sein. Das sehen ein bisschen eher aus wie Tempel. Na, gehen wir mal direkt rein. Okay, eine goldene Figur dort. Lucretia. Ach so, das ist die Heilerin, wenn ich mich recht entsinne. Sprechen wir mal mit ihr. Give me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient. And a dear friend. Was? Julia ist gestorben? Julia. Mit der wollten wir She was gerade a reden. good woman. Was ist passiert? She was poisoned.
She came in here frothing at the mouth. Normally, I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. Okay. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Wow. Jetzt passiert hier unglaublich viel. Also, als erstes, was ja ziemlich interessant ist und auch ziemlich zynisch, jemandem ein Heilmittel nicht zu geben, weil er es nicht bezahlen kann, gilt offenbar nicht als Sünde. Römisches Gesetz. Angebot und Nachfrage. Das zu stehlen wäre eine Sünde. Interessanterweise hat sie also Gift genommen und das gilt nicht als Bruch der goldenen Regel. Merkwürdig. Und was sind die grausamen schwarzen Augen der Schlange? Was ist damit gemeint? Krass. Hier passiert so viel. Kann ich irgendwie helfen? Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that Genetricum Fututo and scratching his eyes out. Okay, also es ist so, wir können mit allen Leuten reden und nachdem die irgendwas halb Anstößiges gesagt haben, bekommen wir die Option, zu Sensius zu gehen und die anzuschwärzen. So scheint das zu funktionieren. Ja, wir machen das aber. Wir werden helfen. Ist das... Warte mal. Versuche Decius zu überreden, das Silphiumharz auszuhändigen. Okay. So, was ist eure Geschichte? I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. Oh, noch jemand, der verschwunden ist. Ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. Wie seid ihr hier gelandet? My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right. So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. It's all right. Say what you will about this place. At least my fornicating husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. Oh, interessant. Sie sagt diskreter. Das heißt, es ist nicht so, dass die Leute irgendwie gut sind aufgrund der goldenen Regel, sondern sie finden andere Wege, ihre Ziele, Interessen durchzusetzen, ihre Macht auszuspielen. So würde ich das interpretieren.
Warum arbeitet ihr in einem Schrein? Oh, this shrine was in use as a clinic long before any of us arrived here. Kind of strange to set up a clinic in the temple of the god of disease. But the god who inflicts a curse is also the only god who can undo it. So I suppose praying to Apollo for healing kind of makes sense. Okay, Nevia. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician, but she was the closest thing we had down here. And she was good too, until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed and he's in constant pain. Warte mal, warum fängt sie jetzt mit Rheumatismus an? Das hat doch jetzt gar nichts mit der Geschichte zu tun, die sie eben erzählt hat. Das ist merkwürdig. Aber das ist ja auch interessant. Also irgendjemand hat irgendwas herausbekommen, was mit den goldenen Statuen zusammenhängt und hat sich dort eingeschlossen. Was auch immer das soll. Okay. Wer? Was ist mit dem Rheumatismus? I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Thanks, I suppose. Gut, also Rheumabehandlung und Nevia kann da vielleicht helfen. Optional erreiche Nevia im Palast. Die Dinge werden komplex. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Some people here need proper medical care, not the half-baked, hanging by a thread excuse for treatment I'm giving them. Just don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out of my depth and dangerously short on everything you can imagine. Okay. Was haltet ihr von der goldenen Regel? A city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Ja, das ist sehr klug gesagt, ne? Das ist das Problem, ja. Ich frage mich, ob man ganz simpel jedem Einzelnen helfen muss, nicht zu sündigen, oder ob es eine lange, komplexe Ereigniskette ist, die zur Sünde führt. Gute Frage. Jeder hat ja offenbar... Bisher stand jeder irgendwie kurz davor, eine Sünde zu begehen. Also es gibt jetzt niemanden, der bisher zumindest absolut verdächtig ist. Alle könnten sündigen. Ich höre ständig die Statuen flüstern. Ist das normal? Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and she went a little mad. Erzählt mir mehr über Nevia. Well, she used to run the clinic. She was Ach so, das ist dasselbe not a jetzt. physician, until she suddenly lost this Ja, joint, alles the klar. last, and then she's been gone so. But I read one of my. Fahrt He's fort. become so irritable. I Das just kennen wir met- auch schon. Ich werde sehen, was ich tun kann. So, können wir über Julia sprechen? Sure. What do you want to know? Habt ihr gehört, dass sie etwas über eine Flucht gesagt hat? Genau, das haben wir herausgefunden.
How did you know that? Yes, she did mutter something about the only way out. A few times, but nothing more than that, I'm afraid. Nevia ist die Frau vom Anfang am Feuer. Nevia ist Karen. Sehr interessante These. Vielleicht. Glaube ich aber eher nicht. Wobei Karen war auch irgendwie merkwürdig. Glaubt ihr, sie wurde vergiftet oder war es selbst verschuldet? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule. And so maybe it's best we don't discuss it. Ja gut. Hilft das, darüber nicht zu sprechen? Wisst ihr, was für ein Gift sie genommen hat? Hemlock, I believe. Schierling? Mhm. Gibt es einen Grund, warum sie vielleicht sterben wollte? I haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolas' villa. And they are quite secretive. Ah, okay. Dann stimmt die Information, dass sie in der Nebenvilla lebt, aber sie wurde halt krank. Hat Malleolas damit irgendwas zu tun? Gladly. Gut, mehr ist hier nicht rauszuholen. Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Okay, sie kann uns heilen. Falls das mal nötig sein wird. Wir gucken uns hier natürlich nochmal um. Verschlossene Truhe. May Apollo keep you safe. Alles klar. Medizinische Werkzeuge. Eine Sammlung barbarisch aussehender medizinischer Utensilien, darunter Zangen und Scheren. Kräuterständer. Ein Holzgestell, das verschiedene getrocknete und gemahlene Substanzen enthält. Mörser und Stößel haben sich in den letzten 2 Jahrtausenden nicht sehr verändert. Hier noch irgendwas? May Apollo keep you safe. Okay, Julia, wir durchsuchen sie mal. Sie hat nichts bei sich. Das heißt, befrage Julia nach Sentias Fluchtplan. Das können wir. Ist ja merkwürdig, ne? Die optionale Quest ist gar nicht lösbar. Ich hörte zufällig, wie Horatius Domitius beschuldigt, etwas mit Sentias Verschwinden zu tun zu haben. Warte mal, Domitius, war das nicht der Gladiator? Habe ich mir den Namen richtig May gemerkt? Apollo keep you safe. Naja, gut. Dann kommen wir hier nicht weiter. Können wir diesen Händler hier gleich mal ansprechen? Ist der hier? Wartet mal. Nevia. Letzter Atemzug. Decius. Aktivieren wir das mal. Ist das hier in der Nähe? 117 Meter. Nee, ist überhaupt nicht in der Nähe. Dann ist eigentlich auch egal, was wir machen. Wir gucken hier erstmal weiter. Gehen wir mal systematisch vor. Hätte man Julia retten können, wenn man schneller gewesen wäre? Vielleicht. Was ich allerdings dann für blödes Game... Okay, die Tür ist verschlossen. Das ist dann für mich doofes Game Design. Es wird Nacht. Gibt es einen Tag-Nacht-Wechsel? Wen haben wir denn hier? Isn't the great temple majestic? A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Ekitia. Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Oder Ekitia. Okay, was ist eure Geschichte? Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, "What is your story?" Tut mir leid. The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me.
And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Sie ist ja eine ganz nette. Wie seid ihr hier gelandet? You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Eine junge Frau namens Karen hat mich bewusstlos aus einem Fluss gezogen und mich dann hierher geschickt. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you. Okay, ich habe ja gelernt, ne? Da, wo ich herkomme, hatte eine negative Konnotation. Why is that? Wegen der Memes. The memes? What are the memes? Ein Meme ist ein kleines Bild, das man mit anderen Menschen teilt. Sie sind ein bisschen wie eine eigene Sprache geworden. So, a bit like Egyptian hieroglyphs then? Ja, sowas in der Art. So your people make hieroglyphics depicting this accursed character, the one they call Karen. I wonder a fellow traveler from a faraway land. Wer ist das? Egal. Was wolltet ihr sagen? I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember. Ja, okay, das haben wir nun schon bei der dritten Person erkannt, das Muster. Das mache ich. Good. Thank you. But please be careful. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Was ist mit Livia passiert? Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help, but she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Okay, die Karen-Verschwörung. Ja, alles dreht sich um Karen. Aber uns ist tatsächlich ein Muster aufgefallen. You have? Then what is it? Ja, manche sprachen von einem Fluss. Yes. I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? Einige Leute erwähnten eine Begegnung mit einem Fremdling am Flussufer. Yes, I also had such an encounter. What else? Okay, es fehlt noch ein Muster. Aha, okay, das heißt, das müssen wir noch rausfinden. Das ist alles, was ich bemerkt habe. There are definitely some common threads there. But I think we'll need at least a few to ensure we're not just seeing coincidences. Keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Livia's fate weighs heavily on my mind, and dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Ja, das Feuer fehlt, aber das finde ich merkwürdig, weil wir jetzt wirklich von allen die Feuergeschichte gehört haben. Genau, sie waren ohnmächtig, aber es wird uns hier nicht als Antwortoption angeboten. Bisschen komisch. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I don't, I'm afraid. It seems to me we're exiled here until the gods judge us, one way or another. Was haltet ihr von der goldenen Regel? I'm quite sure it's the work of the gods.
which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace of the gods. We asked for blessings, for good health, bountiful harvest, military victory, and in return, we offer praise, wine, incense, or animals. But here, it seems they require much more of us. I find myself reminded of an especially pertinent tale from our great poet Ovid in his epic Metamorphoses. Would you like to hear it? It is rather long. Wollen wir es hören? Ja, komm. Wir wollen ja hier alles mitbekommen. Warum nicht? Ich habe Zeit. Wonderful. It goes like this. Borsis and Philemon were an old married couple living a humble life in a small town. One night, the town gets a visit from a couple of vagrants. They go from door to door, asking for a place to stay the night. Of course, being vagrants, they're turned away sharply from house after house, 1,000 in all, until finally they come to the little cottage where Borsis and Philemon lived. Now the kind old couple had very little to offer, but nevertheless, they invite these strangers into their house and offer them food, wine, and a place to stay. Immediately the guests make themselves at home. They begin gulping down the old couple's wine, so much so that Borsis, the old lady, begins to worry they're going to run out. And then she notices something strange. Her wine pitcher keeps refilling itself, as if by magic. Realizing only a select few possess such powers, says to her husband, Philemon, "I think these men are gods in disguise." Immediately the couple begins apologizing for offering such coarse wine. And the vagrants metamorphosize and reveal themselves to be Jupiter, the king of the gods, and Mercury, the trickster god. They confide they didn't mind the meager offerings. They were just pleased that someone in the town offered them hospitality. Then Jupiter says to them, "You have passed our test, but everyone else in this city failed, so we are going to destroy this place and everyone in it, except you, who we will grant a wish." So old Borsis and Philemon escape up into the mountains safely, and they receive their wish, which is for eternity together. Meanwhile, Jupiter carries through with his threat and wipes that city off the map. Some say the moral of that story is that we must all honor the sacred rituals of guest friendship, the reciprocal obligations owed between hosts and guests. But I like to think it's that we should always show compassion for those less fortunate than ourselves. Aber wo war jetzt die Parallele zu der Situation hier? Naja gut, man soll sich gut verhalten. Aber wir werden mal hier das ein bisschen in Frage stellen. Oder vielleicht liegt es daran, dass die Götter euch jeden Moment töten können, weil ihr ihren Test nicht bestanden habt und sie müssen euch nicht einmal sagen, wie die Regeln lauten. A cynic philosopher might take that view, but it's not entirely invalid, I suppose. Wie läuft die Wahl? It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Malleolus, the challenger. Why do you ask? Wer darf wählen? Jetzt wird's All interessant. of the male citizens who are willing and able to attend. Okay, die männlichen Bürger. Darf ich dann abstimmen? Well, you're not a citizen yet. So, no, I'm afraid not. But if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. Aha. Wie? By using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. Okay, indem wir mit den Leuten reden. Das heißt, scheinbar gibt es tatsächlich die Möglichkeit, diese Wahl irgendwie zu beeinflussen. Aha, was ist eure Aufgabe während der Wahl? I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. Bestechung, ja. Kann ich einen anderen Kandidaten vorschlagen? You can, assuming they're eligible and willing to accept the nomination. Okay. Wird ja immer komplexer hier. Können wir mit der Wahl beginnen? Nee, das will ich nicht fragen. Lasst uns über was anderes reden. Ich habe die Leute gefragt, wie sie hergekommen sind. Ach so, das kommt wieder zum Muster. Ja, alles klar. Keep asking Livy. Come back to me.
once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Okay, wow. Citizens, it is time. Was? Let us meet to elect our magistrate. Ey, ich bin doch gar nicht fertig hier. Die Wahl beginnt? Ich wollte hier noch gemütlich die Stadt anschauen. Ey, jetzt macht ihr mal nicht so einen Stress. Ich dachte, wir können die Wahl noch beeinflussen. Warte mal, wir gehen jetzt mal hinterher. Ich meine, es ist tatsächlich... Nee, es ist nicht Nacht geworden. Wir gehen mal hinterher. Oh, hier liegt noch alles Mögliche rum, Leute. Aber wir dürfen das ja nicht verpassen hier, oder? Schaut mal. Ja, es sieht irgendwie dunkel aus, ja, aber es ist halt auch so eine dunkle Ecke. Das ist das Theater, ne? Da ist Decius. Warte mal, eigentlich will ich mir das im Moment nicht anzeigen lassen. Kann ich das auch abwählen? So, verfolgen wir das Spektakel hier. Galerius. Decius. Wissen wir noch nicht. Horatius. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Domitius. Und wo ist Malellus? Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the da ist city's er. magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and Marcus Malleolus Gurges. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. Krass. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Malleolus. Dacius. Malleolus. Galerius. I abstain. I'm just here to observe. Virgil. Malleolus. Rufius. 3-1. Malleolus. 4-1. And finally, Domitius. Malleolus. Who else? 5-1. Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Marcus Malleolus Gurges. Hail, Magistrate Malleolus. I said, hail, Magistrate Malleolus. That's more like it. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe, because the tyrant Sentius told you it was forbidden. For my first act as magistrate, I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. Okay. The myth of the golden rule. Der Untergang beginnt. The golden rule is real, you idiot. For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason against the Empire. What? I have committed no crimes. This is madness. His sentence: to fight for his life in gladiatorial combat against Domitius. Here and now for your entertainment. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Wait, I exercise my right as a Vestal priestess to pardon him. I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Scheiße, Leute. Rise. It is time the golden rule was exposed for what it is. A children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in all of us. This is why he's in his gladiator gear. They've been planning this all along.
Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. The many shall suffer for the sins of the one. Ach du Scheiße. Scheiße, Leute. Wo ist denn Sentius hin? Leute, wir müssen irgendwo hin. Zum Tempel. Oh mein Gott. Die schießen auf uns. Folgt dem Magistrat. Ja, wo ist er hin? Fuck, oh mein Gott. Wir sind angeschlagen. Wo ging's lang? Hier oben, ne? 77 Meter. Shit, direkt in den Rücken. Okay, warte mal. Das ist tatsächlich so eine Loop-Geschichte jetzt. Oh, wow. Nein. Okay, alles klar. Das ist wieder eine Time-Loop-Geschichte. Wir werden jetzt durch die Loops immer mehr herausfinden und müssen jetzt Dinge anhalten. Oh nein. Oh, fuck. Aber warte mal, läuft die Zeit jetzt wirklich gegen uns? Das macht mich jetzt ein bisschen nervös, aber... Ja, das stand doch auf der Tafel von L, aber L ist doch nicht reingegangen in die Gegenwart. Ich glaube nicht, dass es... Warte mal, kurz überlegen. Ich glaube nicht, dass das mit der Frau zu tun hat. Die Frage ist, wie sieht unser Questlog jetzt aus? Ah, schaut mal. Das Questlog ist... Das ist komplett noch da. Das ist also natürlich jetzt nicht so, dass das Spiel zurückgesetzt wird, sondern es ist wie bei 12 Minutes. Man wird das vermutlich gar nicht verhindern können, sondern wir müssen jetzt Loop für Loop neue Informationen sammeln, um Dinge dann anders zu machen. Nee, das spiele ich nicht heute Abend durch, Leute. Das wird uns die nächsten Donnerstage beschäftigen. Okay, wow. Warte mal kurz, hat sich hier was verändert? Okay, warte mal. Domitius hat die Wähler versucht, durch Einschüchterung dazu zu bewegen, für Malleus zu stimmen. Okay, das sind die verschiedenen Verdächtigungen. Sage Sentius, dass du Malleus verdächtigst. Ja, okay. Also das ist ja schon mal die offensichtliche Geschichte, die wir ihm auf jeden Fall sagen können, die richtig ist. Wir müssen nebenbei immer auch befragen. Okay, Hinweise. So, es ist Wahltag und Malleus hofft, Sentius als Magistrat abzulösen. Ich werde ihn irgendwie aufhalten müssen. Finde einen Weg, Malleus aus der Wahl aussteigen zu lassen. Ich muss irgendwelche dunklen Geheimnisse von Malleus ausgraben und ich muss ihn treffen. Okay, also es gibt ja zwei Möglichkeiten oder zwei Dinge, die wir tun können. Wir können hier Sentius direkt sagen, dass Malleus was vorhat. Und wir müssen als erstes irgendwie über Malleus was herausfinden. Ja. Ich suche die Uhr und werfe sie ins Klo. Genau. Okay. Unser Inventar haben wir auch noch. Ja, die Steintafel. An alle, die das hier lesen, es tut mir leid, dass ihr mich so vorfinden musstet und schlimmer, dass euch das gleiche Schicksal ereilen wird wie mich. Ich habe mein ganzes Leben an diesem Ort verbracht, habe mich immer wieder im Kreis gedreht und nach einem Ausweg gesucht, aber die Inschrift hat gestimmt. Es gibt keinen Weg zurück. Hier gibt es lediglich zwei Möglichkeiten, den Tod oder diesen gottverdammten Übergang zur Vergangenheit. Ich habe den Fehler gemacht, hindurchzugehen. Ah ja, okay, er war doch da. Ich wollte alles richtig stellen. Ich habe es wirklich versucht. Aber egal, was ich auch getan habe, es brachte mich immer wieder zurück an den Anfang.
Macht nicht den gleichen Fehler. Es ist besser, das Ganze jetzt zu beenden, als herauszufinden, was euch hinter diesem Portal erwartet. Okay, alles klar, das hatte ich falsch verstanden. Er ist doch durchgegangen und hat die Loops genauso erlebt, aber er hat es nicht hinbekommen. Er heißt nicht Malellus. Naja, okay. Ich muss mir das nochmal... Wie heißt er? Maleolus. Okay, aber die Engländer haben es... Die sagen immer Malellus, ne? Maleolus. Okay, gut. Dann gucken wir mal, wie die jetzt reagieren, wenn wir wieder ankommen. Mal schauen. Ob wir die gleichen Dialoge jetzt durchmachen müssen. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ich bin Walter Stone und wir hatten diese Unterhaltung bereits. I don't think so. I've never seen you before in my life. Ihr seid Galerius und werdet mir gleich anbieten, mich zu Sentius zu bringen und damit er mir über die goldenen Regeln erzählen kann. Oh, Bacchus, how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Kein Problem. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Okay, was gibt er uns jetzt? Seilrutschenlenker. Wow, wir können Seilrutsche hier benutzen. Okay, um schneller Orte zu erreichen. Ja. Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. All right, see you around. Okay, ich würde sagen, Plan ist, wir gehen jetzt erstmal noch mal zu Sentius. Ignorieren alles andere. Wir werden natürlich mit den anderen Leuten auch alle noch sprechen. War hier die Taverne? Ne, das ist noch eine andere Kiste hier. Aber jetzt folgen wir erstmal dieser ersten Spur. Okay, es ist deutlich auch wirklich jetzt Tag, ne? Das hat sich schon... Keep an eye out for Scintilla, would you? Ach, schaut mal. Er kennt uns wieder. Hä? Warte mal kurz, ich spreche ihn trotzdem an. What is it, citizen? Nee, das ist... Okay, gut. Ich meinte, immerhin führt das dazu, dass wir nicht immer wieder dieselben Dialoge führen müssen. Das ist ganz praktisch. Insofern ist das jetzt gar nicht so schlimm. Wir können uns ja im Prinzip dennoch Zeit lassen. So, wo ist er denn jetzt hin? Steht er oben wieder? Ja. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Ich bin Walter Stone. Wir hatten diese Unterhaltung bereits. Wait, if I understand correctly, someone is about to break the golden rule, forcing me to create a portal in time. Ja, mit Julia reden, richtig. Guter Hinweis. I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only I assume we failed, and you had to start over. Is Genau. that about right? If so, what happened? Ich konnte nicht verhindern, dass sie gebrochen wurde. Ah, I see. Look, it's unfortunate, but all that matters now is that you make use of what you've learned and gathered and do better next time. Now, I assume you've sought me out again for a reason? Ja. Genau. Wir sagen ihm jetzt. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Yes. Es ist Malellus oder Maleolus. Why do you say that? Wenn er die Wahl gewinnt, wird er euch des Verrats überführen und zum Tode verurteilen. What? I'm speechless. How do you know? Of course, this isn't your first loop, is it? Well then, you must stop him from winning the election. I expect you'll need some kind of leverage on him, but I can't be seen to be involved in this, of course, so you'll be on your own. You'd better not waste any time, and may Swada, goddess of persuasion, go with you.
Thank you. Okay. Kurz überlegen. So, das ist klar. Also der hat jetzt keine neuen Informationen gegeben. Jetzt ist die Frage, ist es sinnvoll, jetzt erstmal diese Julia-Spur zu verfolgen? Ja, das ist auch zeitkritisch. Aber wir müssen natürlich auch was über Melellos erfahren. Okay, da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass wir uns mit diesem Meletius, oder wie er heißt, irgendwie gut stellen und von dem irgendwas erfahren. Das wäre eine erste nachvollziehbare Spur. Oder ansonsten müssten wir vielleicht den Loop nutzen, um noch mit weiteren Leuten zu sprechen, um auf diese Art und Weise auf neue Hinweise und Spuren zu kommen. Wir werden mal versuchen, Julia zu helfen. Das machen wir vielleicht als erstes, auch wenn das nichts mit dem Typen zu tun hat. Aber weil wir wissen, dass das eine zeitkritische Angelegenheit ist, machen wir das mal. Hey Horatius, how's it feel knowing your man's tombs? What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called Silphium, but that Culus cubulatus decius won't give it to me. Stimmt, Julia hat ja was damit zu tun. Die wohnt ja in dem Haus, richtig. It's Guter Juliet. Hinweis. She just slipped away. Was? Okay, warte mal. Das heißt, wir haben doch unsere Sachen behalten. Es ist doch total simpel. Wir müssen einfach in diesem Loop das Zeug von dem Deserius besorgen und im nächsten Loop müssen wir sofort herlaufen und sie retten. So muss es sein. Und dann, ja genau, und dann wird sie uns helfen, was gegen diesen Malealo, ich kann mir den Namen nicht merken, ihr wisst schon, gegen den Oppositionellen was zu tun. Das wird der Zusammenhang sein. Okay, das heißt, wir werden jetzt als nächstes versuchen, dieses Kraut zu bekommen, um es dann im nächsten Loop zu haben. Ja. Malle nennen wir ihn jetzt. Ja, genau. So machen wir das. Ich hatte vorhin ein Gespräch gehofft, soll ich später wiederkommen? No, now it's fine. I can't afford to. Okay, wir kennen eigentlich alles And I andere. need the distraction. What's on your mind? Gut. Well, come back if you get sick or injured. Dann werden wir jetzt mal kurz... Nee. Wo ist denn das hier? Letzter Atemzug, genau. Decius erstmal aufsuchen. Ist jetzt ein bisschen schade, weil natürlich jetzt diese schöne... Ach, Decius ist jetzt da. Ah. Alles klar, weil Tag ist. Hervorragend. Wir checken trotzdem mal. Wir dürfen natürlich nicht auch versäumen, hier weitere Hinweise allgemein so zu finden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Decius. Terrible shame what happened to Julia, but we just have to carry on, don't we? Ich würde sagen, wir fragen aber trotzdem die Standardfragen. Wir lassen uns jetzt nicht stressen. Ich meinte, der Loop beginnt halt und dann haben wir ihn neu und so. Was ist eure Geschichte? I mean, how did I end up here? That is a lengthy tale. All right. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave, fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, open to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing for a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. Of course I chose the cart. I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money.
So I put my hand on the car, and I guess she realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. Mhm. Ich verstehe. Naturally, I dived in after it, hoping to salvage my fortune. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. Okay, auch er I'd washed up on the river war not bewusstlos. far from here, with nothing in the world but a single silver coin. Ja, genau. Jetzt können wir Ekizia sagen. Gedächtnislücken. Klingt, als hättet... Na, warte mal. Wir wollen ja noch mit ihm, von ihm was haben. Ne? Wir werden ihn mal nicht beleidigen. Thank you, friend. But it turns out it might have been a stroke of good fortune, because this place is a veritable treasure trove. Look around you. There must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. Okay, wisst ihr, wie man hier I'm rauskommt? afraid not. If you're desperate, I did hear that Aurelia down at the tavern claims to know of a way out, but... Okay, Aurelia weiß irgendwas. Some people here are a little shady for my liking. Wirklich? Oh yeah, gotta watch out. Old Dacius has got your back though. Mhm. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Terrible for inflation is what it is. There's so much gold just lying around, it's practically worthless. At least down here. Of course, I have an idea for generating real wealth, but what I need is a bow. Just a simple composite bow. I've scoured this city from top to bottom with no luck. But if you happen to find one, bring it to me and we'll talk. Okay. Ein Bogen kann man bekommen. Hat der Magistrat nicht ein Waffenverbot erlassen? Oh, well, technically yes, but that just means you'll need to be a little discreet. Na gut, gucken wir mal. So, wem werdet ihr eure Stimme geben? Wir wissen es ja eigentlich schon. Malleolus. I mean, Sentius couldn't even keep his daughter safe. What hope does he have of protecting us? Oh, wir können also doch die Wahl verändern. Aha. Ich möchte, dass ihr Sentius wählt. Wir probieren das mal. Not gonna happen. So, jetzt Silphium-Harz. Certainly. All I ask is a reasonable price of 1,000 denarii. Ihr macht lebensrettende Medikamente fast unbezahlbar. Was stimmt nicht mit euch? Oh, it's perfectly legal. Simply a question of supply and demand, I'm afraid. Take it or leave it. Flüstern? Ich nehme an. Habt ihr das gehört? Hear what? Dieses Flüstern. Are you sure you're feeling all right? If you're hearing things, perhaps you should pay a visit to Lucretia's clinic. We don't want another Navia on our hands. Was ist mit Nevia passiert? She claimed the statue was whispering to her. Nobody else could hear it. Then she shut herself in the palace and we never heard from her again. Okay, die Geschichte kennen I wir. digress. Do you want this Silphium or not? Wie wäre es, wenn ich es stattdessen einfach nehme? Well, if you did that, you'd break the golden rule, and we'd share the same fate as the last lot who lived here. Is that what you want? Nehmt es und lauft weg. Ja, natürlich. Wir können doch einfach das Unglück auslösen. Und im nächsten Loop haben wir es dann. Aber wir können auch bluffen. Ist das, was ihr wollt? Wenn nicht, dann her damit. Sofort. Do you think I don't know a bluff when I see one? Nice try. Well, if you did that, you'd break the golden rule, and we'd shed... Okay. Dann ziehen wir es durch. Das wisst ihr nicht mit Sicherheit. Ich werde mein Glück versuchen. Don't you dare. Warte mal, welche Richtung müssen wir laufen? Da unten hin, ne? Wartet gegen die Strömung? Wir stehlen das jetzt. Ich speichere mal sicherheitshalber. Warte mal.
many shall suffer for the sins of the one. I beg you. Ja, stehen ist definitiv eine Sünde, aber dadurch, dass wir den Loop haben... Haha, Pfeil ausgewichen. So, komm, mach hin, mach hin, mach hin. Ja, die Statuen geben wohl Hinweise, ja, das kann man tatsächlich auch ausstellen, habe ich in den Optionen gesehen. Aber Gott, ich finde es ganz, ganz spannend einfach. So, okay, müssen wir eigentlich mit ihm reden oder können wir einfach durchlaufen? Ja, wir müssen reden. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and... Warte mal, wir fragen mal diese Englisch... Nee, wir müssen uns beeilen. I don't think... Oh. So, jetzt schnell. Kurzer Blick ins Inventar. Haben wir das Ding jetzt eigentlich? Ja, das Harz ist da. Okay. Da ist die Tavernenfrau. Lucretia interessiert uns jetzt eigentlich nicht. Mit der müssen wir auch nochmal sprechen. Aber wir gehen direkt im Mainboard ein. Ach so, da ist ein Seil? Habe ich nicht gesehen, Leute. Da ist echt ein Seil? What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called silphium, but that Culus cumulatus decius won't give it to me. Ich habe es. Hier What? nehmt. Quick, give it here. Yulia, Yulia, you need to swallow this. Here, let me help you. Hopefully, in a moment, she should be able to breathe normally. That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing? And at this exact moment? Are you some kind of oracle? Tja. Ach, ich lüge mal wieder. Nee, das ist irgendwie auch doof. Ich sage, ihr würdet es nicht glauben. Ah, look. If you don't want to tell me, I won't look a gift horse in the mouth. But no matter. That was like the gods hearing my prayers and intervening. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank you herself in a few moments. And maybe she can tell us who poisoned her, and who she meant when she was muttering about that snake's cruel black eyes. In the meantime, I'm happy to help you with whatever it is you need. That's a shame. Thanks again for saving Julia's life. Apollo smiles upon you. Okay. Da ist sie, Julia. Sehr schön. Oh, it's you. Sorry, I'm still a bit out of it. But thanks for trying to help me, I suppose. Was there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest. Na, fragen wir mal. Könnt ihr mir sagen, was euch widerfahren As ist? much as I'm grateful that you tried to help me, it's just not safe for me to Okay, talk da ist about irgendwas it. im Busch. Please, no more questions. Das ist schlecht. Ich wüsste gerne, wie jemand euch vergiften konnte, ohne die goldene Regel zu brechen. The golden rule. That's the least of my worries. The gods may be cruel, but Malleolus and Claudia are far crueler. Haben sie euch vergiftet? Please, just leave me alone. Doch, das ist wichtig. I don't want to talk about it. Ich kann euch nicht helfen, wenn ihr mir nicht sagt, was geschehen ist. Persistent as Nemesis, aren't you?
I can tell you, but it's a long saga. Na los. All right. I'd been here about a week when it dawned on me I'd be trapped here for the rest of my life. I could hardly breathe, and I knew I had to get out somehow. So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1,000 denarii. She was supposed to be my friend. I told her it would take me years to save up that much. So she suggested I take out a loan from Malleolus. And I did. Warum sollte euch so viel Geld leihen? I had to sign an agreement saying I'd work off the debt over 30 years. But I figured I'd be out of here so soon it wouldn't matter. I paid Aurelia, and she gave me her so-called way out. Do you Das want to Gift know what wahrscheinlich. it was? Hemlock. Ah. Oh nein. Drink this, she said, and you'll be out of here in no time. Toll. Of course, I demanded my money back, but she refused. She pointed to a sign on her tavern saying, "Let the buyer beware." Then she just Okay, also das ist der Ausweg der Tavernenfrau. black eyes, and she laughed. She immediately told Malleolus I'd tried to escape without paying him back. Only he didn't seem upset or surprised at all. In fact, he just thanked her. And that's when I realized the two of them had planned the Vielleicht können wir ihn damit whole unter thing Druck from the setzen. beginning. Das hätte doch sicherlich die goldene Regel gebrochen. That's what I said to the magistrate. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. Okay. I'd signed over my labor for 30 years and there was nothing he could do. I thought about resisting too. But Malleolus said if I didn't submit, I'd break the golden rule. And I couldn't be responsible for all those deaths, so he locked me in his villa. Confiscated everything I owned as collateral, and made me wear immodest, humiliating outfits while I worked day in, day out. His wife Claudia was just as bad. She set me to work on an endless stream of futile, demeaning tasks. I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours, only for her to pour slop on it and hiss, "You missed a spot." Those two took everything from me. But they forgot to confiscate one thing. My hemlock. Also habt ihr euch selbst I vergiftet. just wanted it to be over. But it seems I messed that up too. Should have drunk all of it. Das tut mir I leid. brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met, and tried to swindle the other. I don't know how I could have been so stupid. Wie geht es jetzt für euch weiter? When I've recovered, I expect their thug Domitius will come for me. He'll escort me back to their villa, and I'll be right back where I started. Only this time, I won't be able to lull myself to sleep at night with the thought of a permanent solution. Honestly, it would have been better if the poison had been allowed to run its course. Kann ich irgendwie helfen? I doubt it. It seems this is the fate the gods have chosen for me, for trying to escape. At least until someone breaks the golden rule. Huh. Maybe it wouldn't be so bad. Naja, fragen wir doch mal. Ich habe eine bessere Idee. Wie viel würde es kosten, eure Freiheit zu erkaufen? A lot. But it doesn't matter. I made a suicide pact with Ulpius last night.
He's in exactly the same position as I am. Malleolus and Aurelia set the same trap for him a month after they did it to me. He and I are in this together. He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. If so, I'd never be able to live with myself. Knowing I broke my promise. Okay, wow. Es gibt jemanden, der sich auch noch gerade umbringen will. Ulpius. Okay, das heißt, da könnte man zum Beispiel versuchen, im nächsten Loop diesen Ulpius zu finden. Aber wahrscheinlich müsste man vorher erstmal die Stelle auskundschaften. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Plan. Man braucht sie als Zeugin. Sie ist in folgenden Loops vielleicht ganz gut, sie sterben zu lassen. Ja, ich weiß nicht, ob man sie als Zeugin braucht, bin mir nicht ganz sicher. Mal gucken, vielleicht kann ich ihm auch helfen. I doubt you could make it up to the bluff in time. I don't know who you are or why you seem so determined to help me, but thank you. Ja, ich werde sehen. Warte mal. Leute, immer geht meine Funkmaus während des Streams aus. Da ist sie wieder. Ich werde sehen, was ich tun kann. All right, but please don't take too long. So, wir werden sie aber jetzt auf jeden Fall noch die anderen Sachen fragen. Wisst ihr etwas über das Verschwinden von Sentia? No. I did hear from Ulpius that she disappeared. It's very sad. She was such a lovely young woman. But I'd been locked in Malleolus's villa for months before she went missing, so I can't help you, I'm afraid. Okay. Was ist eure Geschichte? You mean my life story? Oh, well, I grew up as part of a big family in Rome. Me and 3 older sisters. Our father found good husbands for my sisters, but I wasn't cut out for that kind of life. So he found me a job as a scribe for a prominent merchant. It was a good life for a while, until 7 months ago when the fires came. My colleagues and I worked desperately to try to protect our warehouse. We must have had 100 workers passing buckets of water, chanting prayers to Vulcan, but they fell on deaf ears. The fire was relentless and it claimed everything and everyone. Well, almost everyone. My employer told me to grab what valuables I could and flee for the Tiber with the crowds. I remember diving into the river and then... Okay, Münze. Auch noch ein Muster. The next thing I knew, I was waking up on the riverbank. Wir haben ja auch eine Münze. Thank you. But to be honest, sometimes I think dying in that fire might have been a blessing, given what's happened since. So, auf jeden Fall ziehen wir das Gespräch hier noch durch. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? If that's your idea of a joke, it's not funny. Ach so. Go away. Scheiße, Leute. Ja, das war jetzt ein bisschen ungeschickt. Tut mir leid. I know what kind of person oh nein. you are. Leave me alone. Oh Gott, ich habe nicht nachgedacht. Es war so rein schematisch. Aber der nächste Loop kommt bestimmt, der hat sie jetzt vergessen. Keep you safe. Warte mal kurz. Ich will noch was gerne machen. Ich würde gerne das Muster noch besprechen. Wo waren das, diese Mustergeschichte? Ne, das ist hier oben, ne? Der rote Faden. Ja, genau. Lasst uns das nochmal kurz. Ich will mit der sprechen. Die ist ja direkt schon hier. Okay, sehr gut. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Stimmt, Leute. Münze, Wegegeld für Charon. Richtig, natürlich. Das ist der Punkt. Und oh mein Gott. Und Karen klingt auch wie Charon. Oh, Leute. Ja, natürlich. Okay. Lasst uns über das Muster reden.
I'm not sure why you're telling me, but you've come to the right person. Did you find a pattern then? What have you noticed? So, manche sprachen von einer Münze. Yes, I suppose that could be something. But then most of us do tend to carry coins on our person, don't we? What else? Einige Leute haben Gedächtnislücken erwähnt. That's true. I know I wasn't entirely sure how I wound up here. What else? Das ist alles. There are definitely some common things. Okay, wir brauchen noch mehr. But I think we'll need at least a few to ensure we're not just seeing coincidences. Keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Livy's Oh Leute, das ist so spannend. Ich kann gar nicht aufhören. And dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Gut. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Okay, ich habe das Gefühl, dass wir mit dieser Malle-Geschichte sowieso noch nicht hinkriegen, bevor wir nicht den anderen irgendwie geholfen haben, der sich ja noch umbringen will. Ich will mal einmal hinlaufen, wo der ist. Welche Quest ist das jetzt schon wieder? Hier. Ulpius. Der ist da oben. Okay, wir müssen mal irgendwie da oben hinkommen. Da scheint es irgendwie hinzugehen. Das müssen wir vor dem nächsten Loop herausfinden, um ihn davon abzuhalten. Geht es darum oder da hinten? Ich gehe mal da oben lang. Isn't the great temple majestic? Ach so, ich habe die anderen Sachen im anderen Loop zu ihr gesagt. Ah, ja. Stimmt, richtig. Did you find what you need? Richtig. And did you notice anything? A pattern? Guter Hinweis. Okay, also, Fluss. Yes. I understand many of our friends were carried here by a river current. It's as I feared. I think I understand what poor Livia has been going through. Let me ask you this. Did you happen to encounter a stranger in the forest before you arrived here? Karen. Eine junge Frau. And did you happen to catch her name? Es ist wirklich die Karen-Verschwörung. I see. And was oh mein this Gott, das ist Karen Charon. by any chance wearing a hood? Sie hat einen Kapuzenpullover getragen. Because I've seen her before. There's something I think you should see. I think you'd better follow me to the baths. Okay. But don't follow too closely. We can't have people thinking we're bathing together. Ja, das wäre fatal. Dann halten wir mal ein bisschen Abstand, ne? Das Automatikfolgen ist eine nette Sache. Was? For the last time, Daces, I'm not making you a bow. But why? You know why. But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Okay, warte mal. Jetzt ist hier was Komisches passiert. Hier ist ein Typ. Sie ist deswegen nicht ins Bad gelaufen. Was ist hier passiert, Leute? Help! You have to do something. A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Ist das noch ein anderer Neuankömmling? Oder ist das L? Könnte das L sein? Wie? Ich habe keine Waffe. None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. Ach, der hat einen You Bogen. just have to improvise. Okay. Warum ist das mein Problem? Are you daft or just callous? If you don't stop him, we're all going Stimmt. to die. Ja, ich bin manchmal ein bisschen dumm. Ja.
Umgehend. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. No? Vielleicht sollten wir uns da nicht drin treffen. What? We don't have time for this. I have to go. Vergesst es, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Das ist der leere Schrein? The shrine is collapsing. Okay, toll. Okay, Leute, es geht ja hier drunter und drüber. Was ist denn hier schon wieder? Warnung. Schrein kann jeden Moment einstürzen. Fabian, no! Oh God, she's dead. Did anyone see that? The whole shrine just collapsed on her. Oh, Fabian, why did you have to go in there? Poor sweet girl. Können wir mit jeder... I believe she's dead. Fabia, I mean. She walked into that empty shrine, and the next moment she is lying dead under a pile of rubble. The gods are cruel and unjust. She was like a daughter to me. I'm sorry, friend. It's not right for me to lay my burden upon you. I can't believe she... Okay, das ist dasselbe. Ja, Leute, dann gucken wir mal hier rein. Ich meinte, haben wir irgendwas, was... Was? Ist aber... Das kennen wir doch schon, ne? Aber nee. Doch. Hier sind wir doch am Anfang durchgekommen, oder? Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Ich kenne keinen I'm Quinctius. not sure I believe that, so allow me to explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Ich habe nicht You're gelogen. not off to a good start. When I ask you a question, I expect an answer. Is that understood? Der andere Christ, das könnte sein. Ja, stimmt. Verstanden. Thank you. Now tell me, who are you people, and what is this place? Warum nehmt ihr nicht diesen Bogen runter und kommt rein, um euch selbst zu überzeugen? Nee, das wird er eh nicht machen. Wir sind nur eine kleine Gemeinschaft, die zufällig hier gelandet A sind. small community. Ha! I was told Quinctius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery cult. Okay, der wird jetzt, glaube ich, die goldene Regel triggern. Ihr irrt euch, wir sind keine Kultisten. You say that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? Wir halten es nicht geheim, wir sind alle hier gefangen. Entschuldigt. So you admit you're not allowed to leave? Das Problem ist nicht, dass wir nicht gehen dürfen, wir können nicht. Es gibt keinen Weg hier raus. Threatening me is not going to help you. But in any case, that sounds an awful lot like a cult to me. And I saw the inscription saying, "The many shall suffer for the sins of the one." I take it this is some kind of mantra you all believe? Es ist keine Mantra, es ist eine Warnung. A distinction without a difference. You've clearly been indoctrinated into this nonsense. Now tell me, where did you lot get enough gold to make all these statues? Sie waren einst Menschen, die zur Strafe in Goldstatuen verwandelt wurden. You lot are practicing human sacrifice too. You people disgust me. Ihr verdreht meine Worte. Because I'm the real villain here. It's all clear to me now. The secret sanctuary, the indoctrination, the das ist gut mantra, gemacht. the human sacrifice. You're
cultists. There's no doubt in my mind. What baffles me is how a person can believe in something with such zeal. They just can't see what they've become. However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quintius is. Do not waste it. Ich meine, wir wissen, wo er ist, ne? In dieser geheimen Kultstätte, aber es triggert ja trotzdem die goldene Regel. Was könnt ihr mir über Quintius erzählen? Very well. Here's what I know. He's a 40 to 50-year-old man. Okay, also den haben wir noch nicht getroffen. Eyes, one green and one blue. He's also known to have delusions of grandeur. The Emperor says he and his cult, your cult, okay, das are responsible for starting a fire which burnt half of Rome to the ground and killed thousands in the process. Archäologischer Einblick. Vielleicht war der Kaiser auf der Suche nach einem Sündenbock. Hilft zwar wahrscheinlich jetzt nicht. Who are you to challenge what the Emperor says? Were you there? Do you have spies and scouts all over Rome like he does? No, you do not. This is your last chance. Are you going to tell me where he is or not? Ich weiß es nicht. Then you're of no use to me. Do you have any last words? Ihr glaubt doch sowieso nicht. Ihr habt gesagt, ihr würdet mich nicht töten, wenn ich euch die Wahrheit sage. And there's a simple explanation for that. I lied. But if you want to know the truth before you die, here it is. Once I'm done with you and Quintius, I intend to kill every last one of you wretched degenerates. And I can think of nothing I'd enjoy more. The many shall suffer for the sins of the one. Okay. Ich habe immer noch nicht gesehen, wo hier ein Seil ist. Was uns das vielleicht abkürzen könnte, aber... Komm her. Ach, da ist ein Seil. Ich sehe es. Ja, okay, alles klar. Kann man von hier auch rauf? Nee, ne? Nur andersrum. Okay, ist aber ein schöner Punkt, um jetzt Schluss zu machen. Am Beginn eines neuen Loops. Wir wurden wieder nicht getroffen. Er ist auf jeden Fall auch schon da. Hervorragend. Gut, das heißt... Ich weiß jetzt nicht, kommt der eigentlich jedes Mal? Oder nur, wenn wir die Quest triggern? Das ist auf jeden Fall auch eine Aufgabe, die wir machen müssen. Alles klar. Ja, sehr spannend. Finde ich super cool.